Hallo Kinofreunde. Ich habe gehört, ich soll schneller auf den Punkt kommen. Und darum kommen wir jetzt natürlich zu unseren Themen vom heutigen Tag. Und zwar unsere Jugend im Kino. Ja. Dann haben wir noch vorbereitet Werbung früher und heute, Kinowerbung, Ganz mal groß. klein, mal groß. Ja. Und natürlich Blockbuster zur aktuellen Lage wollen wir heute noch besprechen. Genau. Und jetzt? Viel Spaß! Shame of thanks to come. Ja, hallo! Runde 2 heute hier. Ja, wir haben beim ersten Take haben wir gemerkt, ich darf nicht so oft den Applausraum sprechen. Der ist sehr, sehr laut. Aber es sehr ist laut. natürlich auch ein starker Applaus, den wir natürlich auch immer hier haben. Hier sitzen ja ganz viele, das seht ihr ja gar nicht, hier sitzen ganz viele Leute hinter uns Mit rum. Mundschutz und mindestens 3 Kilometer auseinander. Ja, aber wenn ihr wüsstet, eigentlich sind wir die ganze Zeit immer alleine. Aber wir freuen uns natürlich auch immer über Applaus und darum haben wir uns mal eingespielt. Ja, unsere Themen heute. Ja, Du hast sie ja schon angesprochen. unser erster Kontakt mit dem Kino, also wie gesagt, auch unsere Jugend, wie wir unsere Ja. Jugend im Kino verbracht haben, ja, mit den Eltern vielleicht oder mit der Freundin schon mal das erste Mal ins Kino gegangen, Ja. um mal unfänglich Annäherungsversuche zu machen. Oh ja, also darüber möchten wir jetzt natürlich ein bisschen reden. philosophieren. sozusagen. Also ich sag mal so, den ersten Kontakt, also bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, war wirklich schon fast Kindergarten. Ja, damals ja noch in Eggesin. Oh, da gab es doch ein Kino, das ist doch kein Kino mehr. Zwischenzeitlich war es sogar mal ein Nachbar. Ja, da gab es diese Trickfilme. Also mein erster Kontakt zu Wolf und Hase. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, so, die so mein Jahrgang sind. Ne? Also 20 bin ich ja auch nicht mehr, sieht man vielleicht. Ja, Wolf und Hase, ne? So ein bisschen so auch wie Tom und Jerry von Ostzeiten. Bloß damals von der UdSSR gedreht. ja, ne? Nupagadi Nu mit, Pagadi. mit Saufen und Rauchen. Mit Saugen und Rauchen. Ja, stimmt. Ja, der Wolf hat immer geraucht. Der hat immer geraucht. Ja. Ja, das ist ein Wahnsinn. Und Ja. ja, es gab auch Folgen, da hat er, glaube ich, auch getrunken. Aber gut, Nein! Ist ja jetzt Nein! heutzutage ja nicht mehr. Hat er das echt gemacht? Ja, ist ja. Ist doch so verpönt. Ja. Oh, war ja. Ja, damals war es Kindertrickfilme, ja. Das waren nur Kindertrickfilme, ne? Aber da ist mir ja auch, wenn man ja so an das Rauchen an sich denkt, ich meine, das war ja damals noch ein bisschen salonfähiger. Also im Auto hat man grundsätzlich geraucht, kann ich mich dran erinnern. Das war gang und gäbe. Ja. Ne? Jetzt ist es ja alles immer nirgendwo dürfen war und als Raucher, ich selber bin auch Raucher, ja, ist es sowieso mal ein bisschen Gut, schwerer. letztendlich für die Gesundheit ist es ja auch richtig. Ja, ist ja aber auch richtig. Ne? Ist ja auch richtig. gewissermaßen, Aber Soll wie man ja gesagt, nicht ja. Aber damals in den Trickfilmen war das schon so drin. Ja, da war das das schon stimmt. Ja. Und bei dir so der erste? Der erste, das weiß ich noch, da bin ich mit meinem Vater damals ins Kino gegangen. Wie alt war ich da? 8, 9 vielleicht. Und da war wirklich Asterix der Gallier. Nicht der geile Asterix. Der geile Asterix wäre sowas nach 23 Uhr. Jetzt kommt er gar nicht. Da war er wieder. Asterix der Gallier. Ja? Ja, haben sie da gezeigt. Ja. Ja. War schön. Schön. Das war auch so, also wenn Asterix mal irgendwo, ich glaube, auf Sat 1 oder wo der da hoch und runter dudelt, meistens auch kurz vor Weihnachten. Ja. Ja, kommen so auch wieder so ein paar. Ich fand, gerade bei jetzt so Nostalgie-Momente die hoch. alten, die noch nicht so digital waren. Ja, waren. Auch so französischer Hintergrund, wo Frank Zander damals noch Asterix gesprochen hat. Ja. Fand ich aus der jetzigen Sicht, fand ich die sowieso besser, sympathischer im Endeffekt. Ne? Die neuen war wirklich so, ja, wenn das alles immer so digital ist, irgendwann. Ja, vor allen Dingen, dass auch wirklich die Synchronsprecher dann ständig gewechselt haben. Ne? Ja. Also es war Ja. nie mehr so wirklich derselbe, Ja. weil ich glaube auch die Verleiher auch dann ständig gewechselt haben, mal einer da, das mal kann einer auch sein, da, das bei kann den auch sein. Neuverfilmungen von Asterix Ja. und Obelix. Ja. Ja. Ja, und man kann ja dann so, da war auch so Running Gags von jedem Mal so drin, gerade auch Obelix, der dann natürlich immer, nein, er kriegt keinen Zaubertrank und nein, du bist da schon mal reingefallen. Ja. Und ja, ich fand die ein bisschen charmanter. Auch hier in dem einen Film war das
gegen Rom oder gegen Cäsar, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Mit diesem Laufhaus, wo die doch irgendwie Passierschein A68 A38, oder genau. 38. Das Genau. war so schön. Also das hat mich bis heute verfolgt und immer wenn man mal irgendwo in irgendwelchen Bürohäusern mal hin muss, ja, ich sag mal so, man erinnert sich gern an diese Szene, ne, wenn man dann, du brauchst erst den Schein, damit du das beantragen kannst, also wenn ich so an unser Autokino denke. Ja, von Also Pontius nach Pilatus. Also, ich darf ja auch für Genehmigungen brauchte überhaupt, also ekelhaft. Ja, aber weil jetzt sowohl und Hase, ich hatte auch damals noch Lollig und Bollig, könnt ihr euch daran noch erinnern? Das war auch schön. Das war wie Max und Moritz plus modern. Ja, war, glaube ich, kam aus Polen, glaube ich, ne? War ein polnisches Comic. Das war Meines Polen, Erachtens. natürlich. Polen. Die gab es natürlich auch in Schriftform, Ja. also so als richtig als Comic damals. Also noch. nicht diese normalen Comics, die man kennt, sondern eher Ja, die waren größer. die war auch auf alte Zeitungen gedruckt. so frei nach dem Motto. Also Hochglanz war das noch nicht. Nur die Tinte abgewaschen und neu raufgedruckt. Ja. Aber das fand ich damals auch eben sehr, 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 sehr schön, auch im Kino das zu erleben. Ne, weil so mit Fernsehen, was man ja heute schon im Kinderzimmer hat, ist schwer. Ne? Ja, gab's ja damals bei uns nicht. Also du hast ja keinen Fernseher im Jugend- oder ich sage jetzt mal im Kinderzimmer zu stehen gehabt. Da gab es Ja. ein Fernsehgerät, was im Wohnzimmer der Eltern stand. Genau, Und ja. dementsprechend war es natürlich auch schwierig, mit der ersten Freundin dann sich mit ins Wohnzimmer zu Oh ja. setzen. Oh ja, und das war nämlich ganz gut, denn dadurch musste man mit der ersten Freundin Ja, ins Kino gehen. ins Kino. Weil, wenn man sich so kennengelernt hat, gerade so als Mann, wusste man ja auch nicht, was erzähle ich denn jetzt, ne? Was wollen wir denn? Heutzutage geht man ja auch gerne essen oder, ne, heutzutage ist ja sowieso anders. Heutzutage wird ja weggewischt. Das habe ich mal gelernt. Nee, mache ich nicht. Ich habe Match, also wir müssen uns ja auch von unseren Mädels öfter sagen, nee, der passt nicht, den habe ich nicht gematcht. Warum auch immer, also. Oder den hatte ich schon. Oder den hatte ich schon. Ja, nee, da hat mir das Bild nicht gefallen. Früher hat man sich wirklich so in der Klasse meistens, Der war schon mal der erste weibliche Kontakt. der erste da, ja. weibliche Kontakt, ne? Und dass man dann immer, weiß ich auch noch mit den Zetteln, ne? Die obligatorischen Zettel, willst du mein Freund, gab's, und die Vorstufe, kennst du das vielleicht auch noch? Ja, Mein Spielfreund sein? Die Vorstufe war ja, nein, bitte nicht beides ankreuzen. So. Ja, nee, aber auch nicht, wurde gesagt, willst du meine Freundin sein oder willst du mein Freund sein, sondern, willst du mein Spielfreund sein, hatte ich noch. Das war so die Vorstufe, wenn man, Okay. wenn man noch nicht sagen will, dass man eigentlich so ein bisschen sich verlauft hat oder verknallt ist. Da war dann bei mir immer so, willst du mein Spielfreund sein, damit man sich dann nachmittags treffen konnte, um irgendwas zu irgendwas zu machen. So war das bei mir. Cool. Hm? Ja, aber gut, dann die zweite Stufe war ja dann, wollen wir dann auch mal ins Kino gehen. wollen wir dann ins Kino gehen. Und dann ist man ins Kino. Und ich weiß doch, die erste Zeit Kino, mit einer Freundin, man hat sich auf den Film meistens nie konzentriert. Meistens haben die Frauen ja den immer ausgesucht. Also, meistens. Ja. Ich gehe jetzt mal von mir aus. ja. Oder hast du eine Erfahrung? Nee, Gentleman-like hat man dann schon mal gefragt, welchen Film wollen wir denn gucken. Ja, ne? Aber der Mann hat bezahlt. Der Mann hat bezahlt. Das ist uns jetzt auch so aufgefallen. Heutzutage alles anders, also die Frau bezahlt auch, Ja. weil die Frau den Film auch ausgesucht hat. Ja. Und dann ist auch der Mann öfter eingeladen. Das Ja. kannte ich so auch noch nicht. Oder man trifft sich zwar hier und mag sich auch, aber jeder bezahlt für sich, habe ich auch schon sehr oft. Also Emanzipation ist auch im Kino. Also eingetreten. Ja, auf jeden Fall. Ja, Auf jeden richtig Fall, toll. auf jeden Fall. Und ich muss sagen, meine erste Erfahrung im Kino, weil ich bin ja, oder wir sind ja eigentlich auch so ein bisschen noch DDR-Kinder, da kannte ich gar nicht Popcorn. Ich kannte noch was anderes. Ja, der gute alte Puffreis. Puffreis. Das war was schön. So in kleinen Tüten, meistens auch bunt gehalten und so Puffreis. Also heute, den Geschmack an sich, also ich habe ihn langsam verlernt, weil, also Puffreis, gibt es doch Puffreis? Ja, es gibt noch Puffreis, ja. Ja? Ja. Also ich habe das lange nicht gesehen. Der ist jetzt so ein bisschen säuerlich irgendwie. Ja, wir hatten jetzt neulich, Der hat so ein bisschen geknistert. Kinder haben mal Puffreis von der Tante geschenkt bekommen, ja, Hm. doch. Aber ich glaube, der schmeckt auch anders, glaube ich. Der schmeckt heutzutage nicht mehr so. Aber gut, ist ja mit vielem so. Ja, ja. Ja gut, wenn ich jetzt an Popcorn denke, man hat sich jetzt natürlich an den Geschmack gewöhnt und man verbindet ja Popcorn Ja. ganz deutlich mit Kino. Ne? So wie auch die Nachos. Ne? Vergleichbar, gab es irgendwas wie Nachos, vergleichbar früher? Also Chips an sich? Man hatte Hast denn du auch wenig gekriegt. Nee. so Aber Eiskonfekt gab's. Eiskonfekt. Aber auch nicht, wie gesagt, also auch nicht dieses, wie es heute Ja, ja. zu kaufen gibt, also Ja. dieses
Vanille, Creme-Eis mit Schokolade ummantelt. Nein, Richtig. es war damals eine, ja, wie soll man sagen, eine Aluminium-Asiette oder so eine kleine. Sah so ein bisschen aus wie die Knusperflocken von Zetti. Bloß nicht mit Zipfel. Genau. Eingefüllt in ein kleines, in eine kleine Alu-Timbale. Alu war ja eigentlich kaltes Nougat, kalte Nougat-Schokolade. Ja, wenn man Nougat-Creme kalt, ja. Ja, aber mit Alu hat man ja früher viel gemacht. Wenn ich so an das Besteck denke, was sich überhaupt Man hat eine Zähne wie wehgetan hat. Wie Uri Geller konnte man reiben, da hat sich verbogen, das war auch mal schön. Ja, also, das war wirklich toll. Ja, also Kino früher und heute, ihr könnt es ja auch immer in den Kommentare und natürlich auch reinschreiben, wie ihr so Kino damals erlebt habt, euren ersten Kontakt. Ja, sicher werdet ihr da noch andere schöne Themen natürlich auch haben oder irgendwie assoziieren mit dem ersten Kontakt im Kino. Ne? Und wenn man so jetzt zurückblickt, auch es gab ja auch Filme, die so viel mit Kino zu tun hatten. Wenn ich an La Boom denke, die Fete mit Sophie Marceau damals, wo mal ganz ehrlich, Männer, wir haben das auch gerne geguckt. Wir wollten das nie zugeben. Das ist wie Modern Talking hören. Ne? Hat nie einer gemacht, aber alle hatten eine Kassette irgendwie drin. Oder heutzutage der gute Vergleich Klopapier kaufen. Auch. Und keiner war's. Keiner war es. Keiner war's. Keiner hat Toilettenpapier. Ja, wenn man dann gekauft. fragt, wer hat denn eigentlich so viel rausgeholt da zur Corona-Zeit? Wir nicht, wir haben bloß ein Paket gekauft. Ja, okay. Und dann hat Aber man für so- den Nachbarn haben wir noch eins mitgebracht. Genau, aber dann jeder mit so zwei Tonnen, dann hier Sparpack rausgerannt. Ja, schön. ja, stimmt. Ja, den Vergleich hatte man natürlich auch. Ja, aber La Boom, ne, wo dann die ersten auch guten Ideen waren, wie man doch der Frau ein bisschen näher kommt. Also ich erinnere an das Loch, Jetzt bin ich ja gespannt. das gemeine Loch in der Popcorn-Tüte. Oder im Puffreis. Oder Puffreis, ne? Aber die hatten damals komischerweise schon die Popcorn-Tüte. Ja, die hatten schon die Ne? Popcorn-Tüte. Also, ja, es gibt auch Ideen, auch in Filmen, wie man denn den ersten Kontakt auch mit Frauen haben konnte. Also war schön. War schön. Auch gerade so dieses, wenn man denn, ja, man wollte sich auf den Film konzentrieren, darum brauchte man auch nicht so viel quatschen. Aber die Geste, glaube ich, kennt jeder. Ja, wir hatten damals auch noch einen guten Trick. Du hast absichtlich, damals, als es noch Videotheken gab, wenn du wirklich mal zu Hause und die Eltern waren nicht da und Stimmt. du hast den Videorekorder mal startklar gemacht und dann hast deine Freundin Ja. mit nach Hause genommen. Ja. Und hast gesagt, ja, heute gucken wir mal einen spannenden Film. Ja. Also, kannst du mal eine schöne Komödie oder so raussuchen? Hatten sie alles nicht, hast du dir natürlich ausgedacht, bist Ja. zur Videothek, hast dir mal einen schönen Horrorfilm ausgeliehen. Nicht so was Hartes, sondern eher sowas Ja. Ladylike. Und dann dazu die Heizung auf 2 drehen und das Fenster aufmachen. Dass schön kalter Wind reinkommt und nur eine Decke hinlegen. Ja. Geil. Bester Trick Ja, ever. und dann immer so, und am besten keine Kuschelkissen haben, weil dann immer, wenn sie, wenn spannend wird, dreht sie sich zu dir und dann, ja, alles gut, komm, ich bin ja da. Ich bin Und ja dann da. kannst du ganz geheim auch mal so ein bisschen das Knie tätscheln. Also hat super gut funktioniert. Ja, ach, das war schön. Ja, also erster Kontakt natürlich mit den Kinos. Also, ja, wie gesagt, ihr habt bestimmt auch selber da Erfahrungen gemacht. Schreibt uns da drüben mal rein, ne, damit wir auch mal wissen, wie ihr so den ersten Kontakt mit Kino hattet. Ne, also, Ja, oder vielleicht euer erster Film, den ihr Oder so. mal zusammen mit der Freundin geguckt habt. Oder auch mit den Eltern damals, als ihr Kind wart. Vielleicht auch ganz interessant, Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. ja. So, und wenn man denn natürlich im Kino war, so ist mir, kommen wir, glaube ich, auch schon zum zweiten Thema. Und zwar, man hat ja immer nicht gleich einen Film gesehen. Ich Nein. meine, bei uns in Ueckermünde ist es komischerweise so, wir halten uns so ein bisschen daran, dass wir vorne im Foyer ja immer unsere Trailer abspielen. Und Kinotrailer an sich, Werbung für Filme, das ist jetzt so, ja. Das ist so kennt jetzt. Das Ne, also das ist eigentlich so die Kinowerbung, die man jetzt kennt. Aber früher war sie anders. Da hast du noch richtig Werbung gehabt. Ja. Und das ist auch nicht zu wenig. Da wurden ja ganze Geschichten erzählt. Ganze Geschichten, wenn ich so an Langnese an sich denke, ne? Weißt du noch vom letzten Jahr? Da Weißt mindestens 3 Minuten. 3 Minuten und da wurden wirklich so Eine Kurzgeschichten gemacht. Musik wurde extra dafür produziert. Ne? Heutzutage ist ja mehr so, man holt einen guten Popsong und steckt die Ja. auf ein gutes Produkt, was so ein bisschen passt, aber meistens gibt es die Titel schon vorher. Ja, aber Langnese zum Beispiel. Also das war wirklich, das erinnert ihn immer, ne, so schmeckt der Sommer, so schmeckt der. Also das war auch schon typisch eigentlich Kinowerbung. Ja, Ja, Ace Langnese-Werbung stimmt. ja. Allianz. Allianz. Damals, ja, wir machen ein bisschen Schleichwerbung, aber
Ja, aber sie hat ja wirklich geprägt. Also sie hat ja. die Versicherung an sich, wenn wir das jetzt mal so sagen wollen, die hat sich da natürlich auch gute Geschichten ausgedacht, ne? Ausgedacht. Nachbar über den Gartenzaun und dann dieser olle Streit vor Gericht, ne? Der Tomatenstand mit dem Auto reingebrettert. Ja, und da hat man sich echt noch schön auch darum die Geschichte, auch das Lied so gemacht. Also tipptopp. Fand ich persönlich viel besser als die Werbung, die man heute sieht. Früher hat man so gerne Werbung geguckt, gerade so, wo die Umstrukturierung von DDR auf BRD war, wo da auf einmal mehr Sender gab im Fernsehen. Also ich kannte in meiner Kindheit jetzt nicht so Werbung. Meine Eltern oder die Generation vor uns, die kannte ja auch noch zu DDR-Zeiten Werbung. Da gab es ja auch irgendwie Waschmittel und so weiter. Also das können die bestimmt besser erklären als wir. Aber da gab es natürlich viel die Produktwerbung, die dann so rankam, also nach der Wende, so, da hat man das wirklich erstmal, weil es neu war, aber man hat es auch gern geguckt. Also so diese, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn der Film jetzt pausiert, fand ich. Ne? Also da hat man viel öfter oder gerne Werbung geguckt und mittlerweile ist es wirklich, man drückt auch gerne weg. Ja, weil es auch zum Teil auch sehr, sehr unpersönlich oder sehr glatt und ohne Ecken und Kanten, sehr reingewaschen, auf jede Zielgruppe zugesteckt. Und gerade auch so, wenn man jetzt vielleicht gar nicht mal so an Kino denkt, sondern auch mal im Fernsehen, wenn man einen spannenden Film hat, wenn ich jetzt so mal an Nonstop denke, ein spannender Film. Liam Neeson im Flugzeug, keiner weiß, ist er nur derjenige, welche, spielt er ein falsches Spiel und auf einmal möchtest du und er sagt vielleicht jetzt irgendwas, bums. Werbung. Und dann aber auch nicht nur 3 Minuten oder 5 Minuten. Mittlerweile sind die ja bei den Blockbuster-Filmen oder so locker 10 Minuten mal 10 weg. Minuten. Auch öfter gleich, der Vorspann läuft, dann gerade so die Einleitung vom Film und dann hast du schon Werbung. Hast du den ersten Werbeblock. Ne? Das ist ein bisschen too much. Klar brauchen sie alle Geld, aber Werbung ist ja auch so ein Ding, jeder hasst sie, wenn er sie gucken muss, aber jede große Firma braucht sie auch. Ne? Also, weil, klar, wir brauchen auch Werbung. Ja, und das Kino braucht Werbung und jeder Verleiher braucht natürlich auch, muss sich natürlich auch zeigen und auch werben damit, was kommt jetzt, ganz wichtig, aber sie ist geliebt und gleichzeitig gehasst. Ne? Ja. Das ist leider so. Ja, und wenn man denn mal umschalten wollte, hat der andere Sender natürlich auch Werbung. Zur gleichen Zeit. Also man konnte nicht mal so ein bisschen Hopping machen und sagen, oh gut, ist ja noch ein anderer Film, vielleicht kann ich mir den angucken. Nö. Aber überhaupt nicht. So ist es leider. Ja, aber weil wir gerade von der alten Werbung so ein bisschen sprechen. Ja, wir haben eine ganz verrückte Idee. Ja. Ja, erzähl ruhig, komm. Wir würden gerne quasi als Abschluss unserer Sendung euch jedes Mal einen kleinen alten Kinowerbespot mit in unsere Sendung einbauen. Die natürlich auch ein bisschen kurzweilig sind, die auch lustig sind, wo man auch mal nachdenkt, ach, so war das damals. Genau. Weil die kennt ja heutzutage fast gar keiner mehr. Richtig, es ist ja viel von der Bildfläche verschwunden, wenn ich so an den Maggi Fridolin denke. Kennt ihn einer? Nö. Wir haben ihn gesehen, es ist schön. Herrlich. Ja. Oder Clementine. Ja. Da war es die Waschmittelfrau, die Clementine, das ist auch alles so. Oder 4711. 4711, ach, wir haben Schmankels für euch. Ja, wir haben uns öfter, früher war das wirklich ernst gemeint, das darf man nicht vergessen, es war früher ernst gemeint. Und heutzutage schmunzelt man wirklich drüber. Also man muss wirklich drüber schmunzeln. Ja, aber sehr schön. Ja, wollen wir natürlich dann auch immer zum Ende der Sendung euch natürlich einen kleinen Schmankerl immer bieten. Ja, Werbung im Film. Jetzt merken wir ja, haben wir ja auch beim letzten Mal schon angesprochen, Film im Moment, die großen Blockbuster haben sich so ein bisschen, oder die großen Verleiher bedeckt gehalten, hat Christian nämlich vorhin mal schon gesagt. Aber es gibt ja wirklich Filme, die so ein bisschen mit der jetzigen Pandemie eigentlich schon früher gespielt haben, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja, oder halt gut passen, weil der Abstand gehalten wurde, beziehungsweise... der Abstand. Ja, stimmt. Ja, und ja, bitte. Ja, gerne. Also wir können auch zum ersten Film dann schon mal kommen. Ich würde sagen. Also damals gab es diesen Film, ich habe ihn sehr oft gesehen, aber
der Das weiß Titel ich auch nicht. Hast du das schon mal Surrogates. vorbereitet? Hoffentlich habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Surrogates. Ja. Surrogates. Ja. Also so ne? Surrogates. Mit Bruce Willis und Rosamund Pike. Ja. Ja. So in der Hauptdarstellung. Oder als die beiden Hauptdarsteller. Bruce Willis. Er sieht ja eigentlich, wenn man so will, von früher bis heute, ich fand, er ist ja kaum gealtert oder in Würde gealtert, muss man ja wirklich sagen. Ja, ich würde fast sagen, nur die wenigen Haare, die er hatte, sind noch weniger geworden. Noch wieder geworden. Aber ansonsten, er ist ja selbst als Mann, würde ich sagen, wow. Wenn ich so in dem Alter noch aussehe, tipptopp. Obwohl in dem Film sieht man ihn auch nochmal mit Haare. Mit Haare und sehr glatt Gesicht. Sehr glatt. Sehr glatt, ja, weil es geht nämlich darum, man ist eigentlich nur noch zu Hause. Kennt ihr das? Man ist nur noch zu Hause. So, und hat Avatars rumlaufen. Also man mit einer VR-Brille und man liegt eigentlich in einem Medikasten, wo alles, man wird nur noch am Leben erhalten. Ja, man wird nur noch am Leben erhalten. Und man hat Avatare, die für einen rumlaufen und natürlich das täglich Brot verdienen oder den sozialen Kontakt miteinander pflegen. Aber man sieht sich nicht mehr persönlich, sondern nur noch über VR-Brille. Und die ganzen Personen sehen alle aus wie geleckt. Es gibt keine hässlichen, Nein. korpulenten, alten, also alles nur hübsch, goldenes Haar. Selbst Bruce Willis, der hat so eine Föhnfrisur in dem Film. Lohnt sich aber wirklich zu gucken. Also auch schon ein paar Tage ist er schon alt. Ja, 2009 2009, ja. von Jonathan Mostow. Ja. Ich hoffe, ich habe das ja auch richtig ausgesprochen. Ja, natürlich. Ja, wie gesagt, also es geht um eine Mordserie eigentlich in dem Film. Die beiden, also einmal die Rosamund Pike, also die Megan Greer und der Bruce Willis, Tom Greer, aufklären sollen. Letztendlich. Ja. Ja, und aber auch wirklich sehr spannend gemacht. Er bricht ja nachher auch aus und sagt sich hier, was soll der ganze Käse? Ja, und geht dann er selbst persönlich, so wie jetzt, ne? Weil er ist eigentlich aus dem System ausgebrochen und sagt hier, also der ganze Quatsch, jetzt gehe ich selber raus und versuche dann alle noch zu machen, weil ich hab's ja drauf. Ich bin ja Bruce Willis und ihr kennt ja Bruce Willis, ne? Er kann ja alles. Er ist ja eigentlich der Chuck Norris der Actionfilme, so möchte ich das mal sagen. Chuck Norris der Moderne. Der Moderne, ne? Oder der Chuck Norris ist ja mehr so Martial Arts Filme nachher, oder gut, bei Texas Rangers hat er ja auch den Roundhouse Kick eigentlich auch mit genommen. Der Running Gag war der Roundhouse Kick. Ja, aber wir sind uns doch wohl alle einig, wenn wir Filme mit Bruce Willis sehen, also er kann Bälle umkippen. Ja. Und auch auf Bienen kauen, weil er Honig mag. Also das kann er. Ne? Also die Vergleiche sind da. Die sind wirklich da, auch bei Bruce Willis. Aber trotzdem sehr actionreich. Und auch Rosamund Pike, die auch schon so fantastisch aussieht. Also ich finde wirklich, also Rosamund Pike ist wirklich eine wirklich sehr attraktive Frau. Und auch sehr gute Schauspielerin. Also sie hat echt viele Filme gemacht, wo man sagt, Hut ab, Respekt. Ja, siehst du, wollte ich vorhin noch aufschreiben, Rosamund Pike, sie hat ja mal so ein Drama gemacht, wo sie so Krankenschwester ist und wurde sexuell missbraucht. Werde ich nochmal raussuchen, werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal. Da hat sie mir sehr gut gefallen, weil da hat sie mal so eine andere Art rausgebracht, so, du konntest an ihrem Gesicht sehen, dass langsam die Psyche so ein bisschen umkehrt und sie eigentlich nur noch ein Ziel hat, so wie so ein Serienmörder. Ne? Er hat nur noch ein Ziel. Er will, die muss weg. Jo, das klingt ja spannend. Den müssen wir uns dann mal raussuchen. Ich glaube, wir haben uns da mal drüber unterhalten, ja, aber ich glaube, aber da kommen wir noch mal zu. Da kommen wir noch mal drauf. Aber wirklich, also Rosamund Pike als Schauspielerin auch echt gut. Aber in dem Film hat sie wirklich, muss ich sagen, sie hätte es zu der Zeit noch gar nicht nötig gehabt, sich ein Avatar dahin zu stellen, weil sie sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Und wurde im Film extrem wirklich nochmal extrem behübscht. Behübscht, aber wo sie auch da drin lag, wo man gesehen hat, wie sie denn eigentlich aussehen sollte. Was hat denn die Maske? Also Kompliment an die Maske, muss man da sehr sagen. Ja, also Surrogates. Surrogates passt wirklich in die jetzige Pandemiezeit, muss man wirklich sagen. Ja, was haben wir noch für schöne Filme, die so ein bisschen passen? Ja, welchen wollen wir nochmal besprechen? In Time erstmal? Wollen wir In Time? In Time? Justin Timberlake. Justin Timberlake? Also,
Wunderbar. Unsere Ambition war natürlich, jetzt wo keiner Geld verdienen kann oder Ja. nicht alle Geld verdienen dürfen oder nicht können, dass man vielleicht in Zeit bezahlt wird. Und darum kommen wir jetzt auf den Film In Time, die Zeit läuft ab, Genau. mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried. Von 2011 von Andrew Niccol. Ja. Saß Ja. auf dem Regiestuhl. Saß auf dem Regiestuhl. Ja, also es geht ja um den Film, ich meine, viele werden von euch auch wahrscheinlich den auch schon gesehen haben. Geht ja um den Film darum, also wie Christian schon sagte, Geld existiert nicht, nur noch Zeit. Und meistens ist die Tageseinheit 24 Stunden, die man bekommt als Bezahlung, wenn man arbeitet. Aber wie im richtigen Leben geht es natürlich auch darum, es gibt manche, die haben weniger und manche, die haben viel. mehr. Ne? Und es wird nachher alles nur noch in Zeit bezahlt und wer dann schon mal 100 Jahre auf dem Arm hatte, dann sind die heute Multimillionäre, muss man ja so sagen. Ja. Ne? Und auch die Welt war ja dann gar nicht mehr so in die Welt war natürlich nachher in Distrikte eingeteilt und die ganz unten waren, da wo Justin Timberlake angefangen hat mit seiner Mutter, gespielt damals von Olivia Wilde. Ich glaube ja. Ja, Olivia Wilde. Ja, ich glaube Olivia Wilde war es. Ja, doch, da hat seine Mutter gespielt. Wo man erst dachte, hat er früh angefangen, bis man erst drauf kam, aha, man wird nicht älter wie 25 Jahre und dann hat auch erst die Uhr getickt. Dann ist ist geboren, hat hat ein Jahr bekommen, Ja. ein Jahr, wo man geboren ist und mit dem Ende des 25. Lebensjahres hat die Uhr erst angefangen zu ticken. Da hatte man ein Jahr und musste dann natürlich mal wieder aufstocken. Ne? Und und keiner in dem Film war älter als 25 Jahre. Ne? Genau. Hoppala! Wir haben unsere Uhr hier schon. Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen oder wir können ein bisschen besprochen und können auch langsam zum Schluss kommen, komischerweise. Nicht gerne, aber Nicht gerne. Ungerne. Ungerne. Ja, also ihr merkt, man kann auch Filme, als Fazit, man kann halt Filme natürlich mit der heutigen Zeit so ein bisschen, oder wo Filme so ein bisschen reinspielen in die heutige Zeit, guckt sie euch ruhig mal an, also damit ihr vielleicht auch Parallelen zu unserem jetzigen Verhalten, wie wir uns so geben müssen in der Gesellschaft, vielleicht könnt ihr da Parallele ziehen. Ja, und ansonsten werdet ihr bestimmt jetzt nachher einen kleinen Ausschnitt aus unserer wunderschönen Repertoire der wunderschönen Kinoszenen. Aus unserem Blumenstrauß der alten Werbespots. Aus dem alten Werbespot. Ja, und wie gesagt, wir hoffen, dass euch das immer noch alles gefällt. Ne? Schreibt uns das in die Kommentare, wenn wir auch wieder andere Themen ansprechen sollen. Ja? Wir versuchen natürlich auch wieder Gäste zu kriegen, haben wir euch vorhin mal gesagt. Und wenn einer unbedingt möchte, auch mal hier seine Erfahrung mit Kino oder mit Filmen zu sagen, ihr könnt dann auch in die Kommentare schreiben. Wir laden euch dann gerne ein und dann sprechen wir natürlich über das, was euch bewegt. Ne? Gut, und ansonsten, ich glaube, für heute haben wir erstmal alles besprochen. Ja, lasst ein Abo da, Genau. macht das Bimmeldings und dann sehen wir uns bei der nächsten Sendung, würde ich sagen. Alles klar. Gut, bis dahin. Also, es verabschiedet sich wieder Christian und Christian. Guten Appetit allerseits. Dankeschön. Lasst dir schmecken. Wenn es so schmeckt, wie es aussieht. Aber bestimmt doch. Moment mal. Ja, da fehlt etwas. Tatsächlich. Da fehlt etwas. Natürlich fehlt etwas. Das ist ja Maggi Fridolin. Darf ich Sie in den Fragen des Geschmacks einmal kurz beraten? Da gibt es nämlich jetzt ein Prüfgerät, mit dem man im Voraus feststellen kann, ob ein Essen schmeckt oder nicht. Mit dem Ding da? Jawohl, mit dem Gaumometer. Zu Deutsch Geschmacksmesser. Na, wollen wir mal sehen. Leider nur mittelprächtig. Sagte ich's nicht? Jawohl, du sagtest. Find's wirklich etwas? Klar, Tante Julchen, da fehlt Fondor. Fondor für den Feingeschmack. Fondor ist die moderne Art, feiner zu kochen. Hier im Schächtelchen mit 6 Würfeln oder im praktischen, formschönen Streuer. Entweder aufgelöst den Speisen beigeben oder beim Abschmecken und zur geschmacklichen Vollendung bei Tisch.
Darf ich? Bitte, bitte. Jetzt hat's geklingelt. Donnerwetter. Mhm. Das schmeckt ja auf einmal großartig. Und der komische Apparat? War ein Scherz, Tante Julchen. Den gibt's nicht. Aber Fondor gibt's. Maggis Fondor. Mit Fondor schmeckt sogar dein Lieblingsgericht noch mehr nach deinem Lieblingsgericht. Wie schön. Freunde, Fondor verfeinert die Speisen und bringt ihren natürlichen Eigengeschmack zur vollen Entfaltung. Gleich für morgen Fondor besorgen. Fondor für den Feingeschmack.